Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der Lazarus Medic Assault Pack. Ich habe heute einen Gast im Studio und zwar den Antonio von den European Medics. Grüß dich, Antonio. Hallo, freut mich. Antonio ist der Gründer der European Medics, hat angefangen mit einem Blog, wenn ich mich richtig informiert habe, wo ihr Wissen vermittelt habt im Bereich Medizin. Erzähl doch mal kurz was dazu. Ja, es hat angefangen als medizinische Community, wo wir einfach zusammen die Medizin ergründet haben, im Bereich taktische Medizin, operationelle Medizin. Und da ist dann das Projekt so weit gewachsen, dass wir dann auch Kurse angefangen haben und jetzt eben bei der Kooperation mit DevTex hier den Lazarus an den Markt gebracht haben. Das ist auf jeden Fall auch interessant für unsere Community. Ihr fragt ja häufig, wenn wir irgendwelche Medic-Produkte vorstellen, wo kann man sich weiterbilden, wo kann man taktische, medizinische Kurse machen. Das wäre hier eine gute Anlaufstelle. Packen wir euch den Link auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da auch mal direkt Kontakt aufnehmen. Du hast gerade schon gesagt, DevTex als Stichwort. Richtig. Ihr habt mit DevTex zusammen, haben wir auch schon viele Produkte vorgestellt, eher so im Beltkit-Bereich aktuell, auch für einen Phoneholder und so Sachen. Und die natürlich nicht zu vergessen, die legendären Hüfttaschen. Jetzt kommt hier der Medic Assault Pack. Da habt ihr euch ein paar Gedanken dazu gemacht. Erzähl doch mal kurz was drüber. Ja, also im Prinzip der Rucksack durch seine kompakte Form eher geeignet als Assault Pack. Er soll in Kombination eigentlich mit einer First Line getragen werden, also sprich einem Fanny Pack oder einem Chest Rig oder so, wo der Sanitäter schon seine Erstversorgungsmaßnahmen unterbringen kann. Und der Lazarus dient dann sozusagen als Level Up. Also es ist kein Rucksack, wo man Tourniquets und Bandagen reintut, sondern eben eher was für den Sanitäter oder die höher ausgebildeten, ne, wo halt dann höher zertifizierte Provider eben mit solchem Material arbeiten können. Von der Trageweise her ist es sehr modular, habe ich hier gerade schon gesehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit gegeben, ihn als Rucksack zu tragen, ganz normal. Er hat aber auch die Möglichkeit, eingesippt zu werden. Richtig. Ich gehe mal davon aus, wenn ich DevTex so kenne, ist es bestimmt Wislon 10, der YKK-Zipper, also Cry-Standard. Ist mit dem Cry-Standard kompatibel. Perfekt, super. Dann passt es ja auch an alles andere, was so gängig oder ans meiste, was gängig am Markt ist. Ich glaube, es gibt so ein paar diese Ferro-Jungs, die wollen das nicht. Aber gut, dann halt nicht. Dann nehmen wir alle anderen. Egal. Ja, und hier sind zwei Polster, die man entsprechend abnehmen kann. Und da habe ich auch nochmal Laser-Cut-Pulse. Wozu ist das dann? Richtig, das ist, wenn man sich wünscht, dass man eben den Rucksack permanent an etwas befestigt, dann kann man das eben mit Hilfe dieser Pulsschlaufen machen. Es gibt ansonsten noch diese 25 mm Gurtschlaufen hier, die rundherum verlaufen. Somit kann man den Rucksack auch mit Buckles zum Beispiel an einem größeren Marschrucksack auch oben anstatt eines Deckelfachs zum Beispiel befestigen oder vorne drauf oder unten drunter oder eben wie man gerne hätte. Das heißt, der Rucksack kommt dann auch mit dem entsprechenden Gegenstück Zipper, um ihn zum Beispiel dann auch auf einem anderen Rucksack befestigen zu können. Genau, der Zipper-Adapter ist erhältlich, ja. Perfekt, super. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir einmal, was er noch so außen zu bieten hat, erstmal an. Genau. Vorne noch die große Fronttasche, die verläuft über die komplette Tiefe des Rucksacks, kann mit dem Zipper hier zugegriffen werden und da sieht man schon, hier sind 5 Bluttransfusionskits drin und Sachen wie zum Beispiel sterile Handschuhe oder sowas, also große, flache Gegenstände, Papier und Dokumente würden hier auch mit Sicherheit reinpassen. Genau. Ansonsten noch Lasercut-Moller hier, um entsprechend auch nochmal Taschen anbringen zu können. Genau, Klettfläche für ID-Patches noch, ne, falls man da irgendwelche Identifikatoren befestigen möchte oder muss. Genau, ansonsten oben gibt es noch die Grab-Handle. Die Gurtbänder, die Träger sind komplett entfernbar, wenn man möchte. Und genau, das ist erstmal so viel zur Außenseite. Was hat er denn größentechnisch für ein Volumen? Habt ihr da eine Zahl? Wir sind ungefähr bei 8 Litern hier. 8 Liter. Genau, also die Maße sind 25 x 35 x 10 Zentimeter. Okay. Genau. Und wasserdichte Reißverschlüsse sind hier verwendet worden und Material ansonsten, oder beziehungsweise mal ganz wichtig, Farben erhältlich. Gibt es Multicam natürlich für die Einsatzkräfte. Was haben wir noch? Schwarz ist auf jeden Fall noch in Planung und weitere Farben kann es auch geben, aber die dann auf nach Anfrage halt entsprechend. Genau. Ja, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen fürs THW oder so interessant in Blau. Das ist ja immer gefragt. Also immer wenn wir irgendwelche Videos machen, fragen Leute, warum gibt es das nicht in Blau? Ja. Da ist tatsächlich Kundschaft da. Können wir drüber reden auf jeden Fall. Genau, im Hinterkopf behalten. Genau. Okay, dann gucken wir doch mal rein in die Karre. So sieht das Ganze aus.
Im Inneren das Ganze mit Loop-Klett einmal komplett ausgekleidet. Das heißt, man kann... beidseitig. Genau, beidseitig. Das heißt, man kann die Pouches entfernen, sich das ganze Setup machen, wie man gerne hätte. Zu den Pouches vielleicht schon mal vorab. Wir haben uns gegen Klarsichtsfolien und so weiter entschieden. Das hat mehrere Gründe. Einmal, weil es einfach visuell sehr viele Eindrücke sind, wenn man so einen Rucksack aufmacht und dann überwältigt wird von vielen verschiedenen Farben und so weiter. Unter Stress, wenn man mal Patienten behandelt, dann merkt man, wie wichtig das ist, dass der Rucksack einfach einem klaren Layout folgt und dass man da nicht einfach irgendwo rumsucht. So, ne? Ist vielleicht auch für einen Helfer interessant, wenn jemand geschickt werden muss, um Sachen zu holen, Auf jeden dass Fall. der dann nicht den Überblick verliert. Genau so ist es, ja. Die Taschen gehen via Klett auf und sind in der Tiefe komplett größenverstellbar. Also je nachdem, wie groß das Volumen der Tasche ist, kann das eben mithilfe dieses Klettbands hier angepasst werden und somit alle möglichen Formen an Equipment hier annehmen. Auf der Innenseite finden wir dann noch ein Tegris-Panel. Hier können modular Medikamente oder andere Ausrüstung befestigt werden. Es gibt auf der Klappe dann hier 2 Taschen. Einmal eine durchlaufende Känguru-Tasche und eine Stecktasche von oben, wo dann auch große flache Gegenstände gut Also reinpassen. die Flappe ist quasi zweilagig und kann dann horizontal Genau und so ist vertikal es. zugegriffen Ja, werden. Okay. genau. Und das Tegris-Panel ist fix vernäht hier? Das ist fix in an den dieser Seiten Tasche? vernäht und es gibt an den Seiten Tunnel, wo man dann die Hand runterschieben kann und dann das Schockquartier entsprechend Okay. anpassen kann. Ja. Ja, okay. Die beiden Insert-Taschen sind mit dabei oder ist das optionales Zubehör, was ich mir dann... Das ist je nachdem, was der Endkunde sich wünscht. Wir haben verschiedene Optionen. Hier auf der anderen Seite sehen wir noch dieses große Tegris-Panel. Das ist auch mit Klett befestigt und auch komplett entfernbar. Je nachdem, wie man diesen Rucksack setupen möchte und was da die Zielanwendung ist, kann man auch zum Beispiel hier solche halben Paneele einsetzen und dann zum Beispiel 3 Innentaschen und ein Stück Tegris oder 4 Innentaschen oder eben 3 Stücke Tegris und eine Innentasche wählen. Ganz wie man möchte und wie die Mission es einfach verlangt. Okay, verstanden. Genau. Und ansonsten hier in der Mitte haben wir noch die sogenannte Buchseite. Ein Panel, was von links nach rechts klappt, ist mithilfe dieser One-Wrap-Velcro-Streifen komplett entfernbar. Dieses Panel kann mithilfe von Gurtband auch separat komplett getragen werden als eigene Tragevorrichtung und kann somit, wenn man hier Molletaschen dran befestigt, kann es dazu dienen, dass auch andere noch Ausrüstung für einen selber transportieren können oder der Medic selber macht sich daraus so ein Panel und kann es dann separat nochmal tragen als Tragevorrichtung. Ja, okay. Genau. Und hier habt ihr jetzt so vom Setup her eher die ganz großen und tiefen Gegenstände. Das ist ja immer so das Skill-Kriterium für viele von diesen kleinen Assault-Packs, dann gerade jeden mal Fall. so eine Lösung, Infusion, irgendwas unterzubringen oder hier auch den Beatmungsbeutel. Das Genau. ist schon okay, ja. Ja, also uns war wichtig, dass wir einfach aus diesem Rucksack das volle Kontinuum an medizinischer Versorgung sicherstellen können. Das heißt, wir haben auf jeden Fall darauf bestanden, dass eben dieser Beatmungsbeutel sowie auch die komplette Ausrüstung zur Beatmung sowie ein Piepventil und andere Dinge, die einfach oft ausgelassen werden müssen, dass die eben auf jeden Fall reinpassen. Und genau. Ja, super spannender Ansatz, vor allem auch mit der Denke, eben das Wichtigste außerhalb vom IFAC, also man kennt es ja bei Genau. den Notfallsanitätern, dass die dann nochmal ein großes Hipbag haben, wo Ja. schon mal die wichtigsten Sachen drin sind, aber das ist echt cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Dankeschön. Hier noch ein kleines Feature, die Griffe. Die sind auf der Innenseite vernäht. Das hat den Grund, dass man so diesen Rucksack einfach komplett transportieren kann. Aber wenn man den Zipper dann schließt, gibt es hier überhaupt nichts, was aufträgt und es gibt nichts, woran man hängen bleiben könnte oder sonstiges. Genau. Perfekt. An alles gedacht, muss ich sagen. Touché. Danke. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ja. Wo wird es den Pack denn zu kaufen geben? Genau, den Pack gibt es bei DevTex im Shop. Alles hergestellt hier in Solingen in Deutschland. Vom Genau. Roten. So ist es. Der Rote macht schon gute Arbeit, auf Ja. jeden Fall. Ja. Genau, dementsprechend ab jetzt erhältlich. Sehr gut, hervorragend. Da freuen wir uns. DevTex im Web haben wir hier unten für euch einmal den Link eingeblendet. Dann könnt ihr direkt mal schauen. Wir haben geguckt, dass wir das Video so vom Timing her ein bisschen nach dem Release des eigentlichen Rucksackes getimt haben, damit auch tatsächlich alles da ist und verfügbar ist. Von daher, wenn ihr jetzt in den Shop geht, dann solltet ihr auf jeden Fall fündig werden. Und ja, schaut es euch mal an. Ich denke, das ist definitiv was super Spannendes und schaut auch auf jeden Fall bei den European Medics vorbei, wenn ihr euch für die Ausbildung
interessiert. Das können wir nicht oft genug erwähnen. Wir zeigen euch immer die Sachen und sagen, lernt damit umzugehen, wenn ihr es nicht könnt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich denke, da Auf jeden Fall. sind wir einer Meinung. Definitiv. Und da kann ich eigentlich nur sagen, Antonio, hast du noch irgendwas? Vielen Dank. Das Antonio, war's. ich danke dir. Dankeschön. Ja, und ansonsten schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Kursen sagt oder was ihr auch zum Lazarus Assault Pack sagt. Und ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.